Ich bin ja gerade das Allroad von Farah gefahren und das fuhr sich wirklich gut. Ja, jetzt überlege ich so ein bisschen, ob ich noch ganz spontan rumswitche und mit dem das Bright Midnight fahre. Ich habe dieses Experiment gewagt. Und fahre mit dem Farah Allroad. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Ist ein bisschen nicht so schlau, aber am Ende, mein Sattel war irgendwie eh neu, damit bin ich noch keine langen Strecken gefahren. Wird schon alles irgendwie gehen, hoffe ich. Bevor es aber losgehen konnte, musste das Rad erstmal eingestellt werden und einige Sachen verändert werden. Wir haben eine andere Übersetzung draufgebaut, andere Laufräder und andere Reifen, außerdem einen kürzeren Vorbau, sodass das Rad dann perfekt für mich gepasst hat. Und dann ging's los. Ich wollte mit dem Bus fahren, dann 2 Freunde treffen und wir würden gemeinsam 2 Tage lang nach Tolga fahren. Hi, jetzt sind es noch 2 Tage, glaube ich. 3 Tage bis zum Start von Bright Midnight. Heute ist Donnerstag. Ich fahre heute mit dem Bus in Richtung Tolga und treffe da auf dem Weg dann noch Phil und Jonas. Ich freue mich schon sehr und dann fahren wir den Rest des Weges zusammen. Hier ist mein Kaffee und ein Blaubeermuffin, mein Rad. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und dann ging die Busfahrt auch schon los. Der Himmel war grau, es wurde immer trüber, dunkler und nasser. Und ich hatte schon die schlimmste Befürchtung, dass wir schon auf dem Weg nach Tolga komplett nass werden würden. Das hat sich aber nicht bestätigt, jedenfalls nicht für Tag 1. Angekommen und wie groß war die Überraschung, dass Jonas und Phil am Bus auf mich gewartet haben. Der eigentliche Plan war nämlich, dass ich ihnen hinterherfahren würde und wir uns dann irgendwann bei irgendeiner Pause treffen. Mega schön hier. Es war so krass, war der Horizont versperrt. Da ist sowas runtergekommen. Und so war, jo, die Pause war eine sehr gute Idee. Manchmal ist es echt so krass, dass man das dann genau abpasst, zufällig, oder? Ja, zufällig, ja. Zufällig funktioniert es immer noch am besten, ne? Ein Einheimischer hat heute Morgen gemeint, letzte Woche waren halt 30 Grad oder so. Der Weg nach Tolga war echt schön. Wir sind viel auf kleinen Straßen lang gefahren, wo wir sogar zu dritt nebeneinander fahren konnten. Teilweise sind wir auch auf einer ganz schön großen Straße, wo es nicht so schön war, gefahren. Aber insgesamt haben alle Leute in den Autos super viel Rücksicht genommen und Abstand gehalten und gewartet, bis wirklich Platz zum Überholen war. Nach ein paar Fahrstunden machten wir eine Pause, schauten nach einem Café, haben eine Tankstelle gefunden. Da gab es Kaffee und Zimtgebäck. Nach der Pause waren wir erstmal auf einer großen Straße, aber zum Glück nicht so lange. Bald sah es dann schon wieder so aus. Hier geht es die ganze Zeit ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Kleine Sträßchen entlang oder eine kleine Straße. Vorne hat es geregnet. Jetzt ist aber wieder einigermaßen trocken. Die Straße ist noch nass. Aber von oben scheint fast sogar die Sonne. Was ist das? Chips. Ah, geil. Übelst klein. How to eat chips. How to eat chips im Bike, ja. Geil, oder? Und mit den Tipps war dann auch ausreichend Energie da, um auf einer Motocross-Strecke Runden zu drehen. Wollen wir da ein Bild machen zu dritt? Ja, na klar machen wir das. Du gehst auf die 1, Sandra. Die kleinste wieder. Norwegen. Was? Norwegen so.
Hello. Wir sind vorhin an einem Ort vorbeigefahren. Das war der Ort, in dem wir in den Supermarkt gehen wollten. Jetzt sind wir 11 Kilometer zurückgefahren, schauen hier, wo wir vielleicht schlafen könnten. Hier ist am Bahnhof so ein perfekter Ort, so ein perfekter Raum. Der wird allerdings theoretisch 20 Uhr abgeschlossen. Und falls da jetzt gleich jemand kommt, können wir vielleicht mal fragen, ob wir darauf aufpassen können heute Nacht. Der Raum wurde nichts, aber wir haben was viel Geileres gefunden zum Schlafen. Erstmal ging es aber ins Restaurant, Abendessen, es gab Pizza und dann sind wir noch in den Supermarkt gegangen und dann wieder den Berg hinauf zu unserer Unterkunft. Wir haben hier einen richtig krassen Spot zum Schlafen. Leider haben wir kein Feuer. Shit, das ist so geil. Das war unser Schlafplatz heute Nacht. Von unserem Schlafplatz aus ging es dann am nächsten Morgen wieder zurück in den Ort, zurück zu dem Supermarkt, wo wir am Abend schon waren. Hier haben wir uns Joghurt, Müsli, Nüsse gekauft und haben gefrühstückt. Und anschließend die Zähne geputzt, denn in Norwegen, insbesondere in den kleineren Orten, gibt es voll oft Toiletten und Waschbecken in den Supermärkten. Richtig cool. Und dann ging es weiter in Richtung Tolga. Regen. Im Regen. Außerdem haben wir auf dem Weg nach Tolga einen Supermarkt ausgecheckt, an dem wir auch beim Bright Midnight vorbeikommen würden, und zwar in Alfdal. Dass das vielleicht keine so gute Idee ist, vorher schon dorthin zu fahren, würden wir später dann merken. Wenn man nämlich dort ist, der Track geht noch 250 Kilometer und du weißt genau, es sind nur noch 40, wenn man direkt fährt. Aber der Track ist der Track. Soll ich den Kopf schon machen dazu? Ja. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, heute haben sich Sonne und Regen quasi im Minutentakt, naja, nicht ganz abgewechselt, sodass wir relativ oft die Jacke an- und wieder ausgezogen haben. Das war aber nicht alles, was es von heute zu berichten gibt, von dem zweiten Tag von unserer Tour nach Tolga. Und zwar haben wir nämlich als erstes ein Reh gesehen, was vor uns über die Straße gesprungen ist. Ein paar Kilometer später ist ein Hirsch über die Straße gesprungen und noch ein paar Kilometer später haben wir einen Elch gesehen, der rechts von uns auch neben der Straße in den Wald sprang. Wie krass. Ich habe dann nur gesagt, boah, die Rehe, die werden hier aber auch immer größer, je weiter man nach Norden kommt. Jetzt sind wir in Tolga. Übermorgen geht das Bright Midnight genau hier los. In Tolga angekommen haben wir erstmal den Supermarkt angesteuert und davor saßen auch schon einige andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Bright Midnight. Wir haben gequatscht, ich glaube Eis gegessen, ein paar Snacks gekauft und dann haben sich unsere Wege getrennt, denn wir hatten zwei unterschiedliche Unterkünfte. Hier links. Ah, cool. Ja, Dann, wir hören uns. Okay, wir treffen uns. Genau, bis dann. Ciao. Angekommen. Das ist mein Raum. Mein Zimmer. Richtig schön. Cool. Und jetzt hole ich mal noch mein Rad hier mit rein. Jetzt hieß es erstmal duschen, frisch machen, Sachen rauspacken und schauen, wo wir die Sachen waschen können. Das wollten wir nämlich auf jeden Fall noch machen, bevor es losgeht. Hallo, guten Morgen. Noch ein Tag und dann geht's los. Also morgen vor einer Stunde sozusagen. Jetzt ist es 10:06 Uhr und ich habe mein Fahrrad fertig gepackt.
Ich habe mich noch ein bisschen umentschieden für manche Sachen. Ich werde zum Beispiel diese Tasche mitnehmen. Die wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, aber da habe ich jetzt meinen Schlafsack drin und habe deswegen hier hinten einfach mehr Platz. Muss nicht alles ganz so dolle reinstopfen. Und ein Hauptgrund dafür war auch, wenn ich meine nassen Regenklamotten hier reinstecke, dann wird vielleicht mein Schlafsack nass und das wollte ich nicht. Also habe ich das jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Dann ist das Gewicht anders verteilt und die Tasche nicht ganz so voll. Und gerade eben, als ich ein Foto gemacht habe, habe ich gesehen, dass die Tasche hier kaputt geht. Noch ein Grund, den Schlafsack vorne reinzupacken. Heute muss ich mir noch hier ein Tape drüber kleben. Irgendwie, weil da bleibe ich mit meinem Bein hängen und das hat schon eine wunde Stelle. Ich habe hier irgendwie mein Werkzeug, weil ich nicht so viel in diese Rahmentasche reinkriege. Da sind jetzt eigentlich Snacks und mein Hygienezeugs drin. Und vielleicht kommt da noch ein bisschen was an Ladekabel rein. Hier habe ich Getränkepulver drin. Das kommt dann Stück für Stück in den Trinkrucksack. Das war so grob mein Gepäck. Ich bin irgendwie müde und K.O., aber heute ist ja noch ein Tag zum Chillen. Hier habe ich dreckige Klamotten. Die gehen wir gleich noch waschen. Wir konnten bei Dominik, der das Dead Ends and Cake organisiert, in seinem Airbnb unsere Klamotten waschen. Da sind wir dann gleich hingefahren und vor Ort haben wir noch die restlichen Maintenance-Arbeiten an den Rädern und der Radkleidung unternommen. Ich musste nämlich mal eine meiner Radhosen nähen, da sind die Träger leider abgerissen. Ups. In Tolga gibt es auch einen Radladen und dort konnten alle, die beim Bright Midnight mitfahren, nochmal hingehen, ihr Rad checken und wenn irgendwas kaputt war, da nochmal dran arbeiten. Das Angebot haben auch viele wahrgenommen. Da hat er gesagt, er hat eigenes. Auf zum Briefing. Es wurden Caps und T-Shirts und Tracker ausgegeben. Außerdem gab es für alle Cola und es wurde sogar gegrillt. Leider gab es keine vegetarischen Optionen. Und dann ging es rein, da wurden alle wichtigen Details zum Event nochmal vorgetragen. So, ich habe alles abgeholt. Also ein T-Shirt, Cap und den Tracker natürlich ganz wichtig. Den muss ich noch irgendwo am Rad verstauen. Da finde ich bestimmt ein Plätzchen. Ansonsten ist mein Rad fertig gepackt. Ich bin fertig, also ganz schön müde. Ja, aber morgen geht's los. Es wäre richtig geil, wenn das Wetter so bleibt, wie es einfach jetzt ist. Aber wahrscheinlich wird es dann doch spätestens an Tag 2 nass werden. Am Tag vor dem Bright Midnight wurde direkt gegenüber vom Briefing eine Galerie in Tolga eröffnet. Ja, da bin ich noch kurz rein und habe mich umgeschaut. Und danach bin ich zurück in mein Zimmer, habe mich noch um die allerletzten Race-Vorbereitungen gekümmert. Zum Beispiel habe ich für ein bisschen mehr Komfort gesorgt. Für mehr Komfort habe ich mir gerade noch Lenkerband an die Aerobars gewickelt. Und dann war auch schon Race Day. Guten Morgen. Jetzt sind es noch 20 Minuten bis zum Start. Die Aufregung ist da. Die Cap und Helm schief wie immer. Die Sonne scheint richtig cool. Aber ich denke, der Schein trügt. Es wird noch schlechtes Wetter werden. Und zum Bright Midnight selbst wird es ein eigenes Video geben. Das lohnt sich doch, da einen kompletten Film drüber zu machen. Bleibt gespannt. Klickt auf Abonnieren und die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Ach ja, ganz wichtig noch. Wenn ihr Fragen zum Event habt, zum Bright Midnight, schreibt sie drunter. Vielleicht kann ich sie ja beantworten im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.